Hallo meine Lieben, ich hatte euch bei meinen Weihnachtsgeschenkideen ja schon gezeigt, wie die Infusible Ink funktioniert und heute wollte ich noch ein weiteres Beispiel machen damit und euch zeigen, wie ihr einen Kosmetikbag oder so eine kleine Tasche damit bedrucken könnt und wie ihr das vor allem auch mit der Cricut EasyPress machen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind solche Kosmetiktaschen und die werden wir mit Infusible Ink aufbringen und zwar mit einer schwarzen. Und was ihr da beachten müsst und was da für Fehler passieren können, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist einerseits die Infusible Ink. Ich habe hier eine schwarze. Und das sind 2 Sheets drin. Ist nicht ganz billig, muss ich sagen. Und wundert euch nicht, wenn schwarz nicht schwarz aussieht. Ne? Die sieht dann eher so ein bisschen bräunlich-grau aus, weil die Farbe wird erst eigentlich mit dem Aufbringen dann aktiviert. Ich habe die Strong Grip Matte, verwende ich jeweils für die Infusible Ink. Dann ein Butcher Paper, das ist bereits im Paket mit drin. Dann das, wo ich das aufbringen will, ich habe hier von Cricut diese Cosmetic Bags, verwende ich. Und ihr seht hier auch, hier ist dieses Infusible Ink drauf. Es muss also etwas sein, wo entweder Infusible Ink drauf steht oder Sublimationsdruck. Und die beiden haben eine Größe von 23 cm mal 15,5 cm und da ist dann auch noch ein größeres drin. Warum müsst ihr da was nehmen, was für Infusible Ink oder Sublimationsdruck ist? Die haben ganz einfach eine spezielle Beschichtung, weil die Sublimationstinte oder die Infusible Ink, die haftet nur auf solchen beschichteten Materialien und das ist Polyester. Also alles, was Baumwolle ist, funktioniert nicht. Das muss mindestens 80% Polyester sein, damit das funktioniert. Entgittern werden wir das Ganze nicht mit dem Entgitterungstool, sondern das machen wir von Hand. Ich habe eine Schere noch auf dem Tisch und ich habe die Cricut Heat Press. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie ich das mit der Happy Press gemacht habe, weil ich ein größeres Element hatte. Aber hier ist das, was ich drucken will, kleiner als die Fläche von der Heat Press und deshalb kann ich die verwenden und ich habe dann noch die Hitzematte. Zudem werde ich dann noch ein Stück Papier nehmen, um das über die Hitzematte drauf zu legen, einfach ein Zuhlpapier, weil da wird sich Farbe sehr wahrscheinlich ein bisschen oder es besteht die Gefahr, dass Farbe durchdrückt und deshalb verwende ich da eben noch Papier und zwar nicht nur über der Matte, sondern ich werde es dann auch aufmachen und da rein ein Stück Papier machen, damit ich nicht Gefahr laufe, dass von da nach hinten was durchdrückt. Einfach, um ganz sicher zu gehen. Hitzematte habe ich schon gesagt. Ich habe den Plotter auf dem Tisch. Ich werde den Cricut Maker verwenden und da ist das Fine Point Blade schon drin. Und dann brauchen wir natürlich auch noch den Cricut Design Space und damit starten wir jetzt auch gleich. Auf dem Cricut Design Space habe ich schon ein Projekt vorbereitet und das ist dieses hier. Da gehe ich auf Anpassen und ich habe 2 Elemente, weil ich werde 2 von diesen Taschen bedrucken. Einfach aus dem Grund, weil ich euch zeigen wollte, ihr könnt freistehende Schrift plotten oder ihr könnt natürlich mit der Sublimation auch das ringsherum plotten und dann die Buchstaben einfach auslösen, damit da quasi der Stoff oder die Farbe des Stoffes quasi durchkommt und sich so das ganze Bild ergibt. Die beiden Bilder habe ich aus den Bildern hochgeladen und da ganz einfach nur noch zusätzlich ein Herz draufgepackt. Auch das habe ich aus den Bildern. Das habe ich einerseits hier gemacht, das heißt, ich habe beim Believe, bin ich hier auf Kontur gegangen und habe den I-Punkt, der eigentlich hier drauf wäre, wo ist er?
ist gar nicht mehr da, aber da war vorher je ein I-Punkt und die habe ich ganz einfach, wenn ihr sowas anklickt, na dann ist es weg. Wenn ihr es wieder anklickt, dann ist es wieder sichtbar. So könnt ihr Designs quasi auch beeinflussen. Und da habe ich dann geguckt, dass ich das verschweiße, damit es wirklich ein Element ist. Und ich werde es auch hier schon spiegeln, damit ich das nachher nicht vergesse, weil Sublimationsdruck oder Infusible Ink müsst ihr immer spiegeln. Dasselbe auch hier, ne? Hier hatte ich auch einen I-Punkt, da habe ich einfach das Herz drauf gegeben und dann das Ganze zuerst beschnitten und das, was ich nicht gebraucht habe, gelöscht und dann als Ganzes wieder verschweißt, damit ich eine Datei habe und auch da sage ich spiegeln. Ich habe drauf geguckt, wie groß die Tasche ist, dass ich nicht ganz oben an den Rand gehe und auch unten nicht, und das passt für mich am besten, wenn es in der Höhe 13 cm sind. Beim Kreis ist dann logischerweise auch 13 cm in der Breite und beim anderen Element eben auch die 13 cm in der Höhe. Und das hat dann bei dem Design eine Breite von 13,78 cm ergeben. So kann ich auf Herstellen gehen. Und ich habe extra beides in Schwarz gehalten, damit das alles auf eine Matte geht. Und das hat es hier so platziert, wie Cricut denkt, dass es am platzsparendsten ist. Das passt eigentlich für mich. Und da gehe ich jetzt auf Weiter. Wenn ihr das vorher nicht gespiegelt hättet, dann müsstet ihr das hier noch spiegeln. Dann könnt ihr auswählen, was für ein Grundmaterial ihr verwenden wollt. Da gehe ich auf Materialien durchstöbern. Dann gehe ich zu den Iron-On und da gibt es ein Infusible Ink. Und kann dann sagen, fertig. Und jetzt kann ich auch schon das Sheet laden und die Feinschnittklinge. Achtet bei der Infusible Ink darauf, dass ihr da möglichst nicht mit den Fingern drauf geht, weil Fettflecken können dazu führen, dass ihr Fehler dann im Material drin habt. Ich mache das jeweils so, dass ich das auf die Matte drauf bringe und dann mit dem Watschepapier das verwende, um das Ganze dann auf der Matte fest zu streichen, damit ich da nicht mit den Fingern drauf gehe. Jetzt können wir das Ganze auch schon laden, weil ich habe das Fine Point Blade schon drin. Und dann lossagen. Wenn er fertig ist, könnt ihr es rausnehmen. Und das war's auch schon mit dem Plotter. Vergesst nicht, euer Design auf dem Cricut Design Space zu speichern. So, jetzt, was ich mit den Infusible Inks jeweils ein bisschen mache, ist das Ganze hier auf der Matte so ein bisschen hin und her zu bewegen. Ich habe das Gefühl, es hilft so ein bisschen dann, die Teile rauszulösen. Natürlich versuche ich hier mit den Fingern nicht drauf zu kommen. Das löse ich jetzt von der Matte runter. Okay, die Standard-Grip-Matte hätte vielleicht doch gereicht, weil dieses Material hier hinten eins ist, was sehr gut klebt. Und auch jetzt gucke ich, dass ich da eben mit dem Finger nicht großartig drauf gehe. Und ich schneide die Sachen aus, weil eben das Material doch sehr teuer ist. Und den Rest kann ich dann für ein anderes Projekt verwenden. So, jetzt haben wir zwei Arten zu entgittern. Hier wollen wir den Schriftzug behalten. Das heißt, hier kann ich alles ringsherum ablösen.
Das einfach vorsichtig, damit das dann auch drauf bleibt, was drauf bleiben soll. Ihr könnt es auch so ein bisschen in Stücke reißen, dass ihr nicht alles aufs Mal da rauslöst. Es ist so wie Papier eigentlich. Ihr seht, ich versuche da wirklich möglichst nicht mit dem Finger drauf. Ich stoße da hinten mit dem Fingernagel quasi entgegen, damit sich das so ein bisschen anhebt und dann kann ich das mit den Fingernägeln rauslösen. Wenn ihr keine Fingernägel habt oder nicht so lange wie ich, dann könnt ihr das auch mit der Pinzette machen. Und so sieht es dann aus, wenn es entgittert ist. Das ist eine. Dann haben wir noch das zweite. Da muss ich den Kreis stehen lassen. Das heißt, da muss ich jetzt die Schrift rauslösen, aber die Innenteile stehen lassen, ne? Einfach schön vorsichtig, dann geht das schon. Auch hier wieder gut kontrollieren, ob ihr alles erwischt habt und noch alles drin ist, was drin sein soll. Das ist der Fall. Somit haben wir das Ganze mit dem Entgittern und jetzt kommen wir zum Übertragen. Was ich ganz vergessen habe am Anfang ist natürlich, ihr braucht die hitzebeständigen Klebestreifen. Ihr könnt dann nicht mit irgendeinem Painter's Tape oder normalen Klebestreifen, das muss ein hitzebeständiger Klebestreifen sein, weil wir gehen da jetzt mit 195 Grad drauf. Jetzt bereite ich kurz den Arbeitsplatz vor. Ich habe jetzt munter drauf losgequatscht und das Ganze erklärt und erst jetzt gemerkt, dass ich die Kamera nicht eingeschalten habe. Das sind die schönen Momente. Aber was habe ich gemacht? Ich habe hier innen drinne ein Papier reingemacht. Dann habe ich meine Hitzematte. Ich habe ein Papier unten drunter, um die Hitzematte zu schützen. Einfach, dass da wirklich keine Farbe durchkommt. Was ich am Anfang vergessen habe, ist, dass ihr den hitzebeständigen Kleberstreifen braucht, weil es ist extrem wichtig, dass das Design nicht verrutscht. Wenn das verrutscht, dann bekommt ihr einen Ghost. Das ist wie ein Schatten, weil es irgendwo angefangen hat zu drucken, dann eine ganz kleine Verschiebung, dann druckt es da weiter und das seht ihr, das sieht echt nicht gut aus. Also von dem her macht es wirklich gut fest. Bei dem Design ist es ein bisschen einfacher, weil diese Übertragungsfolie, die klebt ein bisschen. Und hier haben wir relativ viel von diesem Papier gelöst, das heißt, die Folie selber klebt da auch schon drauf. Hier wird es ein bisschen schwieriger sein, weil es nur bei den Buchstaben und außen klebt. Von dem her, da werde ich auf jeden Fall auch gut Klebestreifen drauf machen. Ich werde mit der Heat Press so drauf gehen, dass ich hier unterhalb des Reißverschlusses drauf gehe und ich gehe einmal drauf, ein bisschen Druck drauf geben und lasse das genau an der Stelle. Wirklich nicht hin und her oder sowas, sondern wirklich drauf bleiben. Natürlich kommt das Butcher Paper zuerst oben drauf und dann die Heat Press. Die Heat Press habe ich eingeschaltet auf 195 Grad, 40 Sekunden und das drucke ich jetzt oder das presse ich jetzt. Das war's. Das lasse ich jetzt ganz kurz abkühlen. Nehme hier aber das Papier raus. Ganz vorsichtig, damit sich da nichts verschiebt. Und jetzt mache ich auch gleich die andere Tasche.
Es hat nichts durchgedruckt von dem her, aber sicher ist sicher. Jetzt eben auch wieder der Klebestreifen. Da gucke ich jetzt natürlich drauf, dass das auch richtig schön mittig sitzt. Und auch in der Ausrichtung, wie ich das haben will. Und was hier hilft, ist, ihr habt diese Übertragungsfolien, hat ein Karo-Muster hinten drauf. Da könnt ihr das Ganze auch ein bisschen besser ausrichten noch. Upsi. Schön flach drücken und da drüben auch noch festmachen. So sollte mir jetzt eigentlich nichts verrutschen. Und auch da wieder bei 195 Grad 40 Sekunden drauf. Dann lege ich das kurz weg zum Abkühlen und nehme das andere Element. Dann können wir gucken, wie das aussieht. Ich habe quasi einen Gradient-Effekt. Ist nicht schlimm, aber naja. Ihr seht, ne, der Rest, da habe ich wirklich schöne Kanten. Ich habe keinen Ghost drauf, aber hier oben hatte ich zu wenig Druck drauf. Von dem her habe ich da nicht eine volle Deckung von der Farbe her. Ansonsten würde ich sagen, die ist super gekommen. Hier seht ihr es auch, ne? Hier ist überall die Farbe größtenteils weg. Natürlich habe ich die Struktur von der Tasche, aber hier oben ist die Farbe praktisch noch dran. Das ist genau die Ecke, wo es das Ganze nicht richtig transferiert hat. Und da könnt ihr jetzt auch nicht nachdrucken. Also das kriegt ihr nie im Leben hin, dass ihr das genau da wieder drauf pressen könnt. Von dem her, aber ich finde es nicht, also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde diesen Gradient Look eigentlich ganz cool. Aber nur, dass ihr seht, ne, da spürt ihr jetzt überhaupt nichts von. Also das ist, die Farbe ist in den Fasern drinne und das könnt ihr jetzt auch wunderbar waschen und die geht auch nicht weg. Das ist das erste. Gucken wir uns noch das zweite an. Da fände ich es jetzt nicht so cool, wenn ein Gradient Look drauf wäre. Ich hoffe, das ist nicht passiert. Da muss die Frau B noch ein bisschen üben, ne? Das heißt, ich habe hier oben ein bisschen Fehlfarbe. Der Rest ist extrem cool geworden, aber eben hier oben dieser Fleck, ne? Und das seht ihr auch hier nochmal. Genau da hat es die Farbe nicht genommen. Learning für mich, ich musste halt einfach gucken, dass ich möglichst nicht zu nah am Reißverschluss bin und hat aber trotzdem ein großes Element. Von dem her gehe ich das nächste Mal lieber noch ein bisschen weiter runter, weil das, was passiert ist hier, ich kann es euch zeigen, das Ding hier hat eine Naht. Und die Naht, sehr wahrscheinlich ist meine Cricut hier da drauf gelegen. Und das ist ja doppelt, weil hier hinten habe ich auch nochmal eine. Und da habe ich eine Höhe gehabt, die nicht mit dem Rest übereingestimmt hat. Ihr seht auch, hier unten habe ich die dunkelste Farbe, hier oben ist es am hellsten. Und sehr wahrscheinlich war meine Cricut nicht komplett flach drauf, sondern so ein bisschen schräg, genau wegen dieser Naht. Solche Sachen müsst ihr halt einfach berücksichtigen und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das mit der Happy Press gemacht hätte, hätte ich das Thema weniger gehabt, weil die hat natürlich mehr Druck, als ich jetzt hier hinbekommen habe. Ihr habt gesehen, ich habe schon sehr stark gedrückt, aber
Da braucht ihr schon einen guten Druck, damit sich das gut überträgt. Von dem her würde ich da wohl eher für solche Sachen trotzdem bei der Happy Press bleiben und nicht mit der Cricut Heat Press das machen. Aber trotzdem, trotz der Fehlfarben, ich finde, die Dinger sind echt cool geworden. Und eben, ich habe es jetzt mit Schwarz gemacht, aber das könnt ihr ja in einer anderen beliebigen Farbe, wo ihr die Folien bekommt, könnt ihr sowas machen. Vielleicht dann eben auch ein bisschen kleiner, damit ihr das Problem hier mit der Naht nicht habt. Ne? Ihr sollt ja aus meinen Fehlern lernen können, ne? Dass ihr die nicht wiederholen müsst. Aber das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wie immer, wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!